Hallo zusammen, wir haben ganz große Neuigkeiten. Also ihr erahnt es jetzt wahrscheinlich schon. Wir werden ein Haus bauen. Was euch erwartet, ist dann dazu der Grundriss. Und wenn du auch planst, ein Haus zu bauen, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und hör aufmerksam zu. Denn hier gibt es bestimmt den ein oder anderen Tipp, den du noch nicht auf dem Schirm hast und der dir bei der Grundrissentwicklung sehr, sehr helfen kann. Viel Spaß bei dem Video. Und das Ganze fing 2018 an, war jetzt ein wirklich langer Prozess, bis es mit dem Grundstück geklappt hat. Jetzt haben wir schon 2021, echt verrückt. Und jetzt können wir das Ganze auch mal hier erzählen, weil jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Wir werden bauen, tatsächlich. Vielleicht, wenn alles gut läuft, nächstes Jahr schon. Der allererste und natürlich wichtigste Schritt ist, sich zu überlegen, wie man bauen will. Was soll es für ein Haus werden, wie soll es aussehen und natürlich, wie sollen die Räume sein, wie groß und welche Verteilung. Und wie wir da zu unseren Überlegungen gekommen sind, das erzählen wir euch jetzt im Detail. Zuallererst sind wir natürlich in den Häuserpark gefahren, um uns da mal so ein bisschen Überblick zu verschaffen. Ja, was gibt es für Häuser? Also man muss ja irgendwie so anfangen. Wie sind die Räume verteilt? Und da ging es noch gar nicht so arg viel um Quadratmeter, sondern dann haben die Häuserverkäufer uns direkt so Grundrisse gezeichnet und auch aus dem Katalog gezeigt. Und dann war das so ein zweistöckiges Haus mit 150 Quadratmetern erstmal, gell? Genau, das ist wohl so der Standard momentan. Und Boeing kann man absolut empfehlen. Also ist wirklich super, um mal einen Überblick zu bekommen. Ja, und dann ging es eigentlich weiter, dass wir bei ganz vielen Bekannten, Verwandten in der Familie immer mit dem Meterstab rumgelaufen sind und uns deren Räume ausgemessen haben, um so ein bisschen ein Gefühl davon zu bekommen, was sind eigentlich 10 Quadratmeter, was sind 5 Quadratmeter, was sind 20 Quadratmeter, weil vorher macht man sich da nicht so viel Gedanken, finde ich. Ja. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir gar nicht so große Räume wollen. Das, was die Häuserverkäufer da anbieten, sind ja dann immer Wohn-Ess-Küchenbereiche. Also das plant man ja heutzutage auch offen, das wollen wir auch so. Aber das machen die mit 40 bis 50 Quadratmetern. Und unsere ganze Wohnung jetzt hat aktuell 56 Quadratmeter. Dann brauche ich nicht meinen Wohn-Ess-Bereich so groß. So haben wir dann auch gemerkt, okay, nee, so groß brauchen wir das nicht. Wir müssen es kleiner machen. Ja, müssen nicht, sondern wir wollten halt einfach nicht den Standard, nur weil es einem so auferlegt wird, so akzeptieren und haben dann wirklich auch durch Aufzeichnen auf einem karierten Papier, wir haben erstmal die Raumgrößen ermittelt, haben die Räume aufgezeichnet, ausgeschnitten und haben sie in der zur Verfügung stehenden Fläche rumgeschoben. Und dann haben wir, als wir wussten, wo die Räume wie sind, haben wir angefangen, die Möbel zu zeichnen, auszuschneiden und in den Räumen rumzuschieben. Ja. Und da kann ich euch auch sehr empfehlen für die Möbel. Benutzt die Internetseite Floorplaner. Verlinke ich euch auch. Das ist kostenlos. Da muss man sich zwar registrieren, aber es ist trotzdem kostenlos. Und da kann man seine Grundrisse erstellen. Ich habe so viele Varianten gemacht. Ich blende die euch auch mal ein, diesen Prozess. Und du kannst die Wände verschieben, du kannst die Fenster, die Türen. Du kannst alle Möbel maßstabsgetreu reinsetzen und die haben Möbel, die du auch wirklich echt kaufen kannst, also von verschiedenen Marken. Auch vom IKEA gibt es die Möbel. Da habe ich unsere Möbel genommen, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollen oder die uns von der Größe her, von der Größe gut gefallen und habe die reingesetzt. Und das kann ich sehr, sehr empfehlen, weil man dann auch sofort sieht, ob es aufgeht mit den Raumgrößen. Ja, und man hat ja da auch die Möglichkeit, das quasi so als 3D-Ansicht durchzugehen. Ja. Und da siehst du es nochmal ganz anders wie von der Draufsicht. Was manchmal wirklich großzügig wirkt, war dann eng und umgedreht genauso. Also dieser Floorplaner ist wirklich super, ja. Ja, also wirklich ein tolles Tool, vor allen Dingen dafür, dass es gratis ist und so einfach. Ich hatte auch in dem ganzen Prozess verschiedene andere Programme, weil wenn du nach Grundrissplaner oder so suchst, Gratis-Programm, dann kommen ganz viele Sachen, nenne ich keinen Namen, weil die waren alle schlecht und kompliziert oder einfach wirklich sehr umständlich. Und der Floorplaner ist wirklich toll. Ja. Gratis Werbung für den Floorplaner. Ja. Wir haben uns dann auch dazu entschlossen, dass wir das Ganze ebenerdig machen als Bungalow. Wenn man dann die Räume so zeichnet, dann hatten wir immer oben im ersten Stock sozusagen immer zu viel Räume übrig. Und dann nummerieren die Verkäufer es immer Kinderzimmer 1, Kinderzimmer 2, Kinderzimmer 3, weil man will ja gewisse Räume einfach unten haben, sowie den Wohn-Ess-Bereich, sowie das Arbeitszimmer. Dann hat man noch den Technikraum, dann hat man noch den Flur und so kommt ganz viel zusammen. Und das muss man ja oben dann spiegeln, wenn man
2 Geschosse baut. Genau, und was halt auch ein Grund ist, wir wohnen jetzt oben und haben gesagt, wir würden gerne die ganzen wichtigen Räume alle unten haben, dass wir nicht so oft so viele Treppen hoch und runter laufen müssen und haben es eigentlich jetzt auch schon satt, immer dieses Treppengesteige, gerade wenn man einkaufen war oder sowas und haben es dann glücklicherweise so hinbekommen, dass es alles in einer Ebene stattfindet. Genau. Und dann haben wir eben auch eruiert, wie viel Platz brauchen wir denn überhaupt. Also wir haben Beispielgrundrisse gewählt im Katalogen, aber wir haben uns trotzdem an den Maßen orientiert, die wir brauchen und nicht, was die da vorgeben. Haben halt quasi mal unser Schlafzimmer ausgemessen. Wir haben das jetzt auch umgestellt, also wir haben es sogar noch verkleinert, weil wir uns so ein Ankleidezimmer abgetrennt haben mit den Kleiderschränken. Unser Schlafzimmer hat jetzt 20 Quadratmeter und wir haben das wirklich verkleinert und haben dann gemerkt, das reicht eigentlich völlig. Okay, gut, jetzt da ist ein bisschen eng, aber wir haben jetzt auch nur 9 Quadratmeter für ein großes Bett und danach wollen wir es doch so, dass man auch noch gut vorbeigehen kann am Bett. Ein Ticken größer halt einfach und auf 11 gekommen, genau, auf 11 Quadratmeter, dass man das Bett halt rein hat, gut zum Bett hinkommt, links und rechts vom Bett den Platz noch hat, um sich da rein und raus zu bewegen. Ja, und so sind wir eigentlich mit allen Räumen vorgegangen. Beim Ankleidezimmer, also ich habe mir ein extra Ankleidezimmer gewünscht, weil die Alternative wäre gewesen, das Schlafzimmer zu vergrößern. Aber es ist halt schön, wenn einer vor dem anderen aufsteht, dass man wirklich die Schränke in einem extra Raum hat. Da kann man Licht anmachen, da kann man sich einfach aufhalten, ein bisschen im Schrank wurschteln, ohne dass der andere gleich wach wird. Und da habe ich gesagt, ich möchte 3 große Packschränke drin haben, weil die haben wir jetzt schon und den Platz brauchen wir auch. Wir haben zwar ausgemistet, die sind luftiger innen geworden, aber diese 3 brauchen wir. Und dann hat sich das so ergeben, 3 Meter muss diese Wand haben für die Schränke, plus Tür, 4 Meter Wand brauchen wir. Und dann ergibt sich das einfach durch den Bewegungsraum, den man noch braucht, hat unser Ankleidezimmer jetzt, glaube ich, um die 7 Quadratmeter erhalten. Und das ist recht schön. Dann kann man auf der anderen Seite noch eine schmale Kommode und einen Spiegel und sowas hinmachen und kann sich da schön bewegen. Beim Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, in dem Bereich hat sich's ergeben, weil wir diese 3 Räume oder dann ja in dem Fall ein Raum hinten beim Haus natürlich nebeneinander haben wollten. Also Richtung Garten. Richtung Garten, genau. Und ja, es hat sich ja dann durch die Hausbreite und so ergeben. Wir dürften nicht breiter werden. Ich glaube, wir haben da sogar fast das Maximum ausgereizt. Und dann haben wir jetzt das jetzige Wohnzimmer mal ausgemessen und haben gesagt, okay, es ist doch schon hier, seht ihr jetzt nicht, aber wo ich jetzt auch sitze, doch schon relativ breit. Das sind, glaube ich, fast 5,94 Meter oder 4,80 oder so. Und das braucht man jetzt eigentlich nicht. Der Flur, der hier durchgeht, ist schon sehr breit. Und wir haben ja dann keinen Flur mehr durchs Wohnzimmer, weil das Wohnzimmer ist an der Seite. Also muss man nicht mehr durchlaufen. Man braucht nur noch den Abstand vom Couch zum Fernseher. Und dann haben wir das ein bisschen ausgemessen. Bei deinen Eltern auch. Das ist ein Wohnzimmer mit einer schönen Breite. Also ein bisschen schmaler als bei uns jetzt. Und das reicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das ein bisschen schmaler. Und so sind wir auf 3,90 Meter jetzt, glaube ich, gekommen, letztendlich. Wir haben ja auch hier aktuell ja im Wohnzimmer mit einen Arbeitsplatz eingerichtet und den haben wir auch grob abgemessen. Haben wir gesagt, okay, dein Arbeitsplatz, dein jetziger, weil es ja kein eigener Raum, aber was hast du da als Arbeitsplatz und wie viel Bewegungsradius brauchst du da? Das haben wir dann auch so mal als Anhaltspunkt für ein Arbeitszimmer genommen. Und haben das von dem Wohnzimmer hier einfach abgezogen, diese Fläche, und sind dann auch wieder auf eine kleinere Fläche gekommen, als wir es jetzt haben. Das Wohnzimmer ja mit dem Esszimmer in eins fließt quasi, also das hat ja keine Wände mehr. Man braucht ja noch Bewegungsflächen. Wir haben uns dann auch, oder ich habe mir besonders schwer getan, die Räume so nach den Himmelsrichtungen zu verteilen. Da haben wir oft hin und her geswitcht, also ich blende dir auch mal unsere Varianten ein vom Grundriss. Wir hatten alle möglichen Varianten. Ich glaube, wir hatten das Bad auf jeder Seite einmal. Ja, das waren dann als wir wussten, wie groß die Räume an sich werden sollen, war es wirklich, fand ich, auch ein schwieriger Part, die Räume dann so anzuordnen, dass alle diese Räume Platz finden und sinnvoll angeordnet sind. Man hatte das Schlafzimmer dann mal auf der linken Seite, mal auf der rechten Seite, mal ganz vorne, dann mal hat man gesagt, ja, lieber weiter hinten, und immer, egal wie man es geschoben hat, irgendwas ging sich dann nicht aus. Und es kam immer näher an das ran, was wir wollten, und letztendlich war dann auch
der Architekt mit verantwortlich, das dann noch so anzufügen, dass es dann wirklich gepasst hat. Ja. Wir hatten schon wirklich 99%ige Vorstellung, aber immer hat es irgendwo mit einer Ecke nicht ganz hingehauen. Vom Architekten haben wir dann auch 4 verschiedene Entwürfe tatsächlich zeichnen lassen. Wir haben wirklich dann auch nochmal die Position des Schlafzimmers verändert und so weiter. Und wir dachten dann immer, das geht nicht mit diesem Trakt Schlafzimmer, Ankleide, Bad. Und das ging sich jetzt dann doch aus. Und der letzte Entwurf ist wirklich toll. Ja, da muss man aber auch sagen, da waren unsere Familien auch mitverantwortlich. Wir wollten es erst nicht in einem Trakt machen und hätten dann quasi das Ankleidezimmer ausgelagert, aus dem Schlafzimmerbad raus über den Gang ins Ankleidezimmer, und die haben uns halt einfach alle nahegelegt, diesen intimen Sphärenbereich einfach komplett beieinander zu lassen. Das war dann auch nochmal so ein Thema. Ursprünglich haben wir auch mal kurz überlegt, ob wir nicht nur ein Klo machen im Hauptbad oder nur ein extra Klo, um ein bisschen Quadratmeter zu sparen. Aber das haben wir jetzt verworfen, weil alle uns geraten haben, macht 2 Toiletten in dieses Haus. Ihr werdet so dankbar sein, und ich glaube das auch. Ich glaube, die Quadratmeter sind da gut aufgehoben. Und wir wollten dann einfach nochmal eine Grundrissbewertung einholen und einfach nochmal wirklich jemanden, der viel Ahnung hat, drüber schauen lassen, und haben dann die Architektin vom Bauherrenforum hat dann unseren Grundriss überprüft und auch in einem Video darüber besprochen und ihn wirklich in 45 Minuten durchgearbeitet, und es war wirklich toll, weil mir hat das sehr, sehr viel Bestätigung gegeben, dass der Grundriss so gut ist, wie er ist. Und auch noch super Tipps haben wir auch bekommen. Genau. Muss man auch sagen. Ich meine, das sind ja Profis, und als Laie ist es einfach echt schwer, da weitestgehend alles richtig zu machen. Ja. Und wir haben auch sogar einige von diesen Tipps auch umgesetzt, gell? Unter anderem zum Beispiel das mit der Schiebetür. Das war auch so ein Thema, daran haben wir nicht gedacht. Natürlich, wenn man auf kleinem Raum, sage ich jetzt mal, lebt, dann ist eine Flügeltür teilweise unpraktisch, weil die Flügel einfach in den Raum reinragen. Gerade wenn die Tür etwas breiter wird, werden natürlich dementsprechend die Flügel auch länger und stehen in den Raum rein. Das kostet innen drin halt Platz. Und das haben die auch da geraten, dass da eine Schiebetür recht schlau wäre. Und ja, das haben uns dann auch noch dazu aus der Familie ein paar Leute ganz stark ans Herz gelegt, dass das super ist. Und Ja. das haben wir dann beherzigt. Ja, unsere Familien haben alle gesagt, spinnt ihr eigentlich Flügeltüren? Die könnt ihr ja nicht richtig öffnen, dann stehen die Schuhe vor der Tür und dann tut ihr immer irgendwas hin und her schieben, nur um diese Tür zu öffnen. Und dann kam uns unser Denkfehler auch, weil hier in der Wohnung haben wir ja eine Flügeltür zur Terrasse. Es ist ja nur eine jetzt, es ist kleiner als das, was wir im Haus planen, aber die ist erhöht. Das heißt, wir können hier die Schuhe unten drunter stehen lassen. Genau. Und heute baut man es ja bündig, ebenerdig bündig, wie auch immer man es sagt. Und da kannst du eben nichts mehr davor, nicht mal mehr Flipflops kannst du davor stehen lassen. Und was mich zum Beispiel auch stört, ist, es gibt einfach ab und zu mal einen Zug im Haus oder in der Wohnung. Das heißt, du müsstest ja eigentlich die Türen dann nochmal mit einem Stopper fixieren, und das ist einfach nicht praktisch. Man will die im Sommer auch wirklich dauernd offen lassen, also das stelle ich mir schon so vor. Ja, also das waren sehr gute Tipps, und auch dieses kleine Fenster im Flur, das haben wir noch eingebaut mit dem Architekten. Der hat das noch hingekriegt, neben der Eingangstür ein kleines Fenster einzubauen. Das ist, glaube ich, auch viel wert noch. Ja, Dann haben wir hier vorne nämlich auch die Belichtung. Genau. Durch das, dass der Gang ja relativ lang ist, könnte er halt sonst zu dunkel sein. Das waren wirklich gute, hilfreiche Tipps, die wir auch gern so angenommen hatten. Und ich würde sagen, wir haben uns einfach Schritt für Schritt rangetastet. Und das Video verlinke ich euch unten auch und oben jetzt nochmal, falls ihr euch das anschauen wollt. Und Feng Shui habe ich auch zu Rate gezogen. Ich habe eine Feng Shui-Beraterin mir dazu geholt, einfach weil ich auch da keinen Fehler machen wollte, weil sich in unserem Leben schon öfters bestätigt hat, dass manches wirklich schon sehr wahr ist. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass unser Haus nicht hundertprozentig alle Regeln des Feng Shui beachtet, weil es manchmal einfach nicht ging. Manchmal geht es einfach nicht, und dann will man etwas, zum Beispiel wollen wir, unser Außenbad soll einfach auf der Südseite sein, weil wir da mehr ungestörter sind, und mit der Garage, die als Schutz davor steht. Und ja, das wäre halt nach Feng Shui einfach in Richtung Norden besser gewesen, das wollte ich aber nicht. Ja. Da kommen noch ein paar Videos zu dem Thema Feng Shui, also 2 oder 3. Lasst euch mal überraschen.
Und wenn euch das alles interessiert, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Da werden jetzt noch ein paar mehr Videos zum Thema Hausbau kommen. Ja, und was ich noch sagen kann, ist, egal was man wie plant, es gibt kein richtig, falsch, perfekt, unperfekt. Es muss jedem so gefallen, und selbst wenn man jetzt sagt, das gefällt mir super und das ist genau das, wie ich es mir vorstelle, dann weiß auch keiner genau, ob man das in 10 Jahren dann immer noch so sieht. Also man darf sich da auch nicht verrückt machen, finde ich. Wichtig ist, dass es einem selber taugt. Ratschläge einholen von Verwandten, Freunden und so weiter ist immer gut und wichtig, aber manchmal muss man einfach auch, wenn man es für sich selber gerne anders hätte, dann auch seinem Wunsch treu bleiben. Genau. Ich hoffe, es hat euch was gebracht für eure eigene Entscheidung, wie ihr euren Grundriss erstellen wollt, entwickeln wollt, zumindest für ein Vorgehen dafür. Was ich euch noch ans Herz legen will, macht nicht einfach die Räume, nur weil es einfacher ist, größer, sondern macht euch lieber mehr Gedanken, auch wenn der Prozess dann schwieriger wird. Aber so kann man wirklich Platz sparen und das Ganze rein kostentechnisch und platztechnisch optimieren. Finde ich besser. Ja, Muss ja nicht manchmal mehr. Genau. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt zum Thema Haus. Da kommt noch viel mehr. Ja, noch viel mehr. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.